Willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren aufregenden Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Genauer, Intersex. Heute tauchen wir in die Welt der Intersex-Persönlichkeiten ein und ich verspreche euch, es wird genauso spannend wie eine Tasse Kaffee am Montagmorgen. Aber keine Sorge, ich werde versuchen, es mindestens genauso aufregend zu gestalten wie einen Freitagabend mit einer Tüte Popcorn und eurer Lieblingsserie. Ich habe recherchiert, dass Intersex sich darauf bezieht, dass es nicht möglich ist, das Geschlecht zu bestimmen, auch nicht durch die Medizin. Dazu gibt es auch zwei Begriffe, AGS Mädchen und AIS Frau. Was hat das alles auf sich? Intersex bezieht sich auf Menschen, bei denen die biologischen Merkmale ihres Geschlechts, zum Beispiel Genitalien, Chromosomen, nicht eindeutig in die Kategorien männlich oder weiblich passen. Diese Variationen können auf verschiedene genetische oder hormonelle Ursachen zurückzuführen sein und führen dazu, dass Intersex-Personen nicht klar als männlich oder weiblich klassifiziert werden können, basierend auf den traditionellen biologischen Geschlechtsmerkmalen. AGS-Mädchen bezieht sich auf Mädchen mit dem sogenannten adrenogenitalen Syndrom. AGS ist eine genetische Störung, bei der die Nebennieren zu viele männliche Geschlechtshormone produzieren. Dies kann zu maskulinen äußeren Genitalien bei Mädchen führen, was zu einer Intersex-Klassifizierung führen kann. AIS-Frau steht für Androgenresistenzsyndrom. Bei AIS können Menschen, die genetisch als männlich betrachtet werden, XY-Chromosomen, aufgrund einer Unfähigkeit des Körpers auf männliche Hormone zu reagieren, äußerlich weiblich erscheinen. AIS-Frauen haben oft weibliche äußere Genitalien. Es ist wichtig zu betonen, dass Intersex-Variationen keine Krankheit oder Störung sind, sondern eine natürliche Vielfalt in der menschlichen Entwicklung darstellen. Die medizinische Betreuung von Intersex-Personen hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt, um mehr Rücksicht auf die Selbstbestimmung und das Wohl der betroffenen Personen zu nehmen, anstatt sich nur auf die Zuweisung eines Geschlechts bei der Geburt zu konzentrieren. Lasst uns gemeinsam weiter erkunden und lernen. Intersex. Etymologie. Das Wort Intersex ist eine Abkürzung von intersexuell und setzt sich aus inter, zwischen, und sex, Geschlecht, zusammen. Es wurde geschaffen, um auf Menschen mit biologischen Geschlechtsvariationen hinzuweisen. Denotation. Die Denotation von Intersex bezieht sich auf Personen, bei denen die biologischen Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig in die Kategorien männlich oder weiblich passen. Intersex-Personen haben Variationen in Chromosomen, Hormonen und Genitalien. Was denn außer männlich und weiblich gibt es denn noch? Denn selbst Intersex bezieht sich doch nur auf die zwei Geschlechter oder etwa nicht? Das ist eine ausgezeichnete Frage, Georg. Die Vorstellung von nur zwei Geschlechtern, männlich oder weiblich, ist eine traditionelle und binäre Sichtweise, die in vielen Gesellschaften vorherrscht. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass es weit mehr Geschlechtsidentitäten gibt als nur
diese beiden. Neben männlich und weiblich gibt es eine Vielzahl von Geschlechtsidentitäten, die von Person zu Person unterschiedlich sein können. Hier sind einige Beispiele. Nicht-binär, genderqueer, genderfluid, agender, bigender, androgyn, demigender, two-spirit. Es gibt viele weitere Geschlechtsidentitäten und Ausdrucksformen. Und nochmal, es ist wichtig zu betonen, dass diese Identitäten von Person zu Person unterschiedlich sein können. Das sind jedoch subjektive Identitäten, Bedeutungen. Dazu kommen wir später in einem anderen Video. Lasst uns bei Intersex bleiben. Erst durch mein Nachfragen vor Jahren hat mich eine Dame auf das Intersex-Phänomen hingewiesen. Vorher habe ich solche Gedanken ausgelacht. Es ist sehr wichtig zu betonen, dass selbst in der biologischen und medizinischen Sichtweise die Realität komplexer sein kann. Es gibt Menschen mit intersexuellen Variationen, bei denen die biologischen Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig in die Kategorien männlich oder weiblich passen. Diese Variationen können Chromosomen, Hormone oder Genitalien betreffen und machen deutlich, dass die binäre Vorstellung von biologischem Geschlecht nicht immer auf alle Menschen zutrifft. Die medizinische Gemeinschaft erkennt die Existenz von Intersex-Personen und arbeitet daran, ihre spezifischen Bedürfnisse und Gesundheitsfragen besser zu verstehen und zu unterstützen. Dennoch bleibt die traditionelle biologische Klassifizierung in männlich und weiblich auf die gebräuchliche Praxis, obwohl sie die Vielfalt der menschlichen biologischen Geschlechtsmerkmale nicht immer genau widerspiegelt. Geschlecht und Geschlechtsidentität sind zweifellos komplexe Bereiche und es ist wichtig, Fragen zu stellen und sich über verschiedene Aspekte zu informieren. Ich habe mal gelesen, gehört, dass die Natur es so vorgesehen hat, dass das Default-Geschlecht eines Menschen, der im Werden ist, immer das Weibliche ist. Stimmt das? Die Vorstellung, dass das Default-Geschlecht eines Menschen, der sich im Mutterleib entwickelt, immer das Weibliche ist und dass es später im Entwicklungsprozess zu einer möglichen Umwandlung in das männliche Geschlecht kommen kann, basiert auf einem vereinfachten, aber teilweise zutreffenden Verständnis der menschlichen Geschlechtsentwicklung. Eine Frau gibt immer ein X-Chromosom weiter, da sie nur X-Chromosomen hat. Wenn der Mann ein X-Chromosom weitergibt, wird das Kind weiblich, XX. Und wenn er ein Y-Chromosom weitergibt, wird das Kind männlich, XY. In der Regel gibt es keine Situation, in der die Frau kein Chromosom weitergibt. Die Kombination von X- und Y-Chromosomen des Mannes bestimmt normalerweise das Geschlecht des Kindes. Also kann man schon sagen, dass die Vollgeschlecht ist weiblich, oder? Erst wenn der Mann sein Y-Chromosom weitergibt, wird es männlich. Rein aus der Sicht der Wahrscheinlichkeitsperspektive jetzt. Ja, aus einer rein wahrscheinlichen Perspektive kann man sagen, dass das Default-Geschlecht aufgrund der Tatsache, dass Frauen immer ein X-Chromosom weitergeben, weiblich ist. Das liegt daran, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau ein X-Chromosom weitergibt, viel höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Y-Chromosom weitergibt. Sie hat ja gar kein Y-Chromosom. Das X-Chromosom ist in der Regel dominant und es wird für die Entwicklung des weiblichen Geschlechts
benötigt. Erst wenn der Mann sein Y-Chromosom weitergibt, wird das Kind männlich. In gewisser Weise können wir also sagen, dass die Natur das Default-Geschlecht auf weiblich festgelegt hat und die männliche Geschlechtsentwicklung erfordert eine zusätzliche genetische Komponente in Form des Y-Chromosoms. Das ist eine interessante Art, es zu betrachten, und es verdeutlicht, wie die Genetik und Wahrscheinlichkeit die Geschlechtsbestimmung beeinflussen. Aus wahrscheinlichkeitstheoretischer Perspektive ist das Default-Geschlecht also weiblich, da Frauen immer ein X-Chromosom weitergeben. Mathematischer Beweis gefälligst. Die Wahrscheinlichkeit, ein weibliches Kind zu zeugen, ist tatsächlich höher, weil Frauen immer ein X-Chromosom weitergeben. Das bedeutet, wenn der Mann ein X-Chromosom weitergibt, was mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% passiert, wird das Kind weiblich sein. Wenn der Mann jedoch sein Y-Chromosom weitergibt, ebenfalls mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%, wird das Kind männlich sein. In dieser Hinsicht ist die Wahrscheinlichkeit, ein weibliches Kind zu haben, höher, während die Wahrscheinlichkeit, ein männliches Kind zu haben, niedriger ist. In Prozent ausgedrückt 75% Wahrscheinlichkeit weiblich, 25% Wahrscheinlichkeit männlich. Es ist wichtig zu beachten, dass Intersexualität eine komplexe Angelegenheit ist und nicht allein auf Wahrscheinlichkeit reduziert werden kann. Es gibt viele genetische, hormonelle und anatomische Faktoren, die eine Rolle spielen können. Mir ist sehr wichtig, und ich möchte hier sicherstellen, dass ich die Komplexität des Themas Intersexualität und die individuellen Erfahrungen der Menschen, die von ihr betroffen sind, respektiere. Deshalb beschäftige ich mich ja mit diesem Thema. Ich möchte, dass meine Zuschauer die Zusammenhänge erkennen und dass bei ihnen ankommt, dass die Natur mehr Variationen vorgesehen hat als nur männlich und weiblich und dass sie sich nicht an irgendwelche Wahrscheinlichkeiten schert. Und ich betone nochmals, meine Recherchen ersetzen kein Studium. Meine Recherchen geben wieder, was ich auf meiner Reise zu diesem Thema gefunden habe. Und schon wird es ein endloser Kreis, weil jetzt kommt wieder die Frage, wie wird das eine oder andere Chromosom weitergegeben? Denn der lebende Mann oder die lebende Frau entscheidet ja jetzt nicht, ach, heute gebe ich mein X-Chromosom weiter. Da die Chromosomenkombinationen im Sperma zufällig sind, gibt es keine bewusste Entscheidung von Seiten des Mannes oder der Frau, welches Geschlecht das Kind haben wird. Es ist ein biologischer Prozess, der auf Zufälligkeit beruht. Gibt es in der Natur Evolution tatsächlich Zufälle? Ja, in der biologischen Evolution gibt es tatsächlich Elemente, die als zufällig betrachtet werden können. Aber sie sind eng mit anderen Prozessen verknüpft und stehen nicht einfach isoliert da. Hier sind einige wichtige Aspekte. Erstens, Mutationen. Mutationen sind zufällige Veränderungen im genetischen Material eines Organismus. Diese können spontan auftreten und sind oft das Ergebnis von Fehlern bei der DNA-Replikation oder durch äußere Einflüsse wie Strahlung oder Chemikalienversuch verursacht. Mutationen sind der Rohstoff, aus dem neue genetische Variationen entstehen, die für die Evolution wichtig sind. Zweitens, genetische Drift. Genetischer Drift ist ein zufälliger Prozess, bei dem sich bestimmte Genvarianten in einer Population aufgrund des reinen Zufalls mit der Zeit durchsetzen oder verschwinden können.
Dies geschieht eher in kleinen Populationen, wo zufällige Ereignisse einen größeren Einfluss haben. Drittens, genetische Rekombination. Bei der sexuellen Fortpflanzung werden Gene von den Eltern zufällig kombiniert, was zur Erzeugung genetischer Vielfalt führt. Welche Gene von den Eltern weitergegeben werden, ist im Wesentlichen zufällig. Obwohl es in diesem Prozess zufällige Elemente gibt, ist die Evolution als Ganzes nicht zufällig. Natürliche Selektion ist der Schlüsselprozess, der die Evolution antreibt. Organismen mit vorteilhaften genetischen Variationen, die besser an ihre Umwelt angepasst sind, haben eine höhere Überlebenschance und Wahrscheinlichkeit, ihre Gene an die nächste Generation weiterzugeben. Diese nicht zufällige Selektion von vorteilhaften Merkmalen führt im Laufe der Zeit zur Anpassung und Diversifikation von Arten. Die Evolution ist also das Ergebnis eines Zusammenspiels von zufälligen Prozessen wie Mutationen und genetische Drifts und nicht zufälligen Prozessen wie natürliche Selektion und sexuelle Selektion. Es ist ein komplexer Prozess, der die Vielfalt des Lebens auf der Erde geformt hat. Deswegen ist sehr wichtig zu wissen, die Begriffe Intersex und Intergender sind nicht dasselbe und sie sollten nicht synonym verwendet werden. Es ist weiterhin wichtig, die Begriffe korrekt zu verwenden und die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten und Geschlechtsausdrücke angemessen zu respektieren und zu repräsentieren. Bei sensiblen und komplexen Themen ist es besonders wichtig, die Begriffe und Konzepte genau zu verstehen und respektvoll zu verwenden. Hier sind einige wichtige Punkte, wie Intersex sich manifestieren kann. Erstens, Chromosomenvariation. Intersex-Personen können verschiedene Chromosomenkombinationen haben. Während die meisten Menschen XX- oder XY-Chromosomen haben, gibt es auch andere Kombinationen wie XXY, XYY, XXX und XO und viele mehr. Die Chromosomenvariationen XXY, XYY, XXX und XO sind Abweichungen von den weiblichen Chromosomenkombinationen XX und XY, die für die meisten Menschen typisch sind. Hier ist eine Erklärung, wie diese Variation zustande kommt. XXY, das Klinefelter-Syndrom. Das Klinefelter-Syndrom tritt auf, wenn eine Person statt der üblichen XY-Kombination ein zusätzliches X-Chromosom hat. Die Chromosomenkombination ist dann XXY. Dies führt oft zu Entwicklungsverzögerungen und anderen Gesundheitsproblemen, kann jedoch von außen oft nicht sofort erkannt werden. XYY, Jakob-Syndrom. Das Jakob-Syndrom tritt auf, wenn ein Mann anstelle der üblichen XY-Kombination ein zusätzliches Y-Chromosom hat. Die Chromosomkombination ist dann XYY. Dies ist meistens ohne äußere Merkmale oder Auffälligkeiten und die meisten Menschen mit XYY-Chromosom sind physisch und geistig gesund. XXX, Triple X-Syndrom. Das Triple X-Syndrom tritt auf, wenn eine Frau anstelle der üblichen XX-Kombination ein zusätzliches X-Chromosom hat.
Die Chromosomenkombination ist dann XXX. Dies führt oft nicht zu äußerlichen Auffälligkeiten, kann aber in einigen Fällen zu Entwicklungsverzögerungen oder Lernschwierigkeiten führen. XO, Turner-Syndrom. Das Turner-Syndrom tritt auf, wenn eine Frau nur ein X-Chromosom hat, anstelle der üblichen XX-Kombination. Die Chromosomkombination ist dann XO. Dies führt zu einer Vielzahl von körperlichen und gesundheitlichen Problemen, einschließlich Kleinwuchs und Unfruchtbarkeit. Diese Chromosomvariationen können aufgrund von genetischen Abweichungen während der Entwicklung des Embryos auftreten. Sie werden oft erst später im Leben erkannt, wenn sie sich in Form von gesundheitlichen Problemen oder Entwicklungsverzögerungen manifestieren. Es ist wichtig zu beachten, dass Menschen mit diesen Variationen eine breite Palette von Erfahrungen und Gesundheitszuständen haben können, und jede Person ist einzigartig. Zweitens, anatomische Variation. Intersex kann sich in einer Vielzahl von anatomischen Merkmalen zeigen. Dies kann beinhalten, dass äußere oder innere Geschlechtsorgane nicht eindeutig männlich oder weiblich sind. Drittens, hormonelle Variation. Einige Intersex-Personen haben hormonelle Unterschiede, die ihre körperlichen Merkmale beeinflussen. Zum Beispiel können Menschen mit Androgen-Intensitivitätssyndrom (AIS) weibliche Chromosomen XX haben, aber aufgrund einer Unfähigkeit des Körpers auf männliche Hormone Androgene zu reagieren, können sie äußerlich weibliche Merkmale entwickeln. Viertens, soziale Geschlechtsidentität. Die soziale Geschlechtsidentität einer Intersex-Person kann sich unabhängig von ihren biologischen Merkmalen entwickeln. Sie können sich als männlich, weiblich, nicht-binär oder in einer anderen Art und Weise identifizieren. Und da will mir jemand weismachen, es gibt nur zwei Geschlechter? Genau, diese Chromosomvariationen sind ein Beispiel dafür, wie die Geschlechtsdifferenzierung auf genetischer Ebene komplexer sein kann als nur die binäre Einteilung in männlich und weiblich. Die biologische Realität zeigt, dass es mehr als nur zwei mögliche Chromosomenkombinationen gibt. Es ist wichtig zu verstehen, dass die biologische Geschlechtsbestimmung, die sich auf Chromosomen bezieht, nur einen Aspekt der Geschlechtsidentität darstellt. Geschlechtsidentität umfasst auch psychologische, soziale und kulturelle Komponenten, die komplexer sind und nicht immer mit der biologischen Geschlechtsbestimmung übereinstimmen. Die Diskussion über Geschlecht und Geschlechtervielfalt ist in den letzten Jahren stark vorangeschritten, und viele Menschen und Gesellschaften erkennen an, dass Geschlecht nicht nur auf zwei Kategorien beschränkt ist. Geschlechteridentitäten können vielfältig sein und umfassen Menschen, die sich als nicht-binär, genderqueer, transgender oder anders identifizieren. Hatten wir ja weiter oben bereits angesprochen. Die Wahrnehmung und Anerkennung dieser Geschlechtsvielfalt hat zur Diskussion über Geschlechteridentität und Geschlechterausdruck geführt. Es ist wichtig, respektvoll und sensibel gegenüber den individuellen Erfahrungen und Identitäten anderer Menschen zu sein und Vorurteile zu vermeiden. Insgesamt ist die Thematik komplex und die wissenschaftliche, soziale und kulturelle Diskussion darüber entwickelt sich weiter. Es ist wichtig, in diesen Diskussionen offen und respektvoll zu sein und die Vielfalt der Geschlechteridentitäten zu akzeptieren.
kann es bedeuten, dass ein äußerlich aussehender Mann menstruieren kann, weil er in seinem Körper, anders kann ich mich gerade nicht ausdrücken, einen weiblichen Aufbau besitzt, also weibliche Genitalien oder Chromosomen hat? Ich weiß, ich habe verstanden, dass es ein komplexes Thema ist, aber ja, das ist durchaus möglich. Ein äußerlich als Mann wahrgenommener Mensch könnte aufgrund einer anatomischen oder genetischen Variation weibliche Geschlechtsmerkmale haben, die das Vorhandensein von weiblichen Genitalien oder Chromosomen einschließen. In solchen Fällen kann es tatsächlich sein, dass diese Person menstruiert. Ja, ihr habt richtig gehört. Das entspricht einer Tatsache. Es ist möglich, dass eine Person, die äußerlich als Mann wahrgenommen wird, aufgrund von anatomischen oder genetischen Variationen weibliche Geschlechtsmerkmale hat. Es ist mir sehr wichtig zu betonen, dass Geschlecht und Geschlechtsmerkmale nicht immer eindeutig auf äußerliche Erscheinungen oder Chromosomen beschränkt sind. Die biologische Realität zeigt, dass es eine Vielzahl von Variationen geben kann, und Geschlecht ist ein komplexes Thema. Und ich bin der Überzeugung, dass es in Ordnung ist, diese Information zu vermitteln, da sie auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und dazu beitragen können und auch sollen, Missverständnisse abzubauen und Verständnis für die Vielfalt der Geschlechteridentitäten zu fördern. Dies zeigt, wie komplex und vielfältig biologische Geschlechtsvariationen sein können. Und das unterstreicht die Tatsache, dass Geschlecht nicht einfach auf äußerliche Merkmale oder Chromosomen reduziert werden kann und auch nicht reduziert werden soll. Es ist wichtig zu betonen, dass die Erfahrung von Intersex-Personen sehr individuell ist und sie sollten respektiert und akzeptiert werden, unabhängig von ihren biologischen Merkmalen oder Geschlechtsidentitäten. Es ist wichtig zu verstehen, dass Intersex selbst keine Störung ist, sondern eine natürliche Variation der menschlichen Geschlechtsentwicklung. Eine natürliche Variation. Es kann schwierig sein, Intersex anhand biologischer Merkmale allein zu bestimmen, da die Definition von männlich und weiblich in der Medizin oft auf binären Normen basiert. Es ist auch wichtig zu beachten, dass viele Intersex-Personen ein gesundes und erfülltes Leben führen und die Unterstützung und Akzeptanz ihrer Identität und ihrer individuellen Bedürfnisse verdienen. Es gibt leider auch die andere Seite. Intergeschlechtliche bzw. intersexuelle Menschen werden wegen dieser Abweichung häufig pathologisiert, obwohl sie meist gesund sind. Und bereits Kinder werden genital veränderten Operationen unterzogen, um sie der Norm anzupassen. Sie erleben häufig Diskriminierung, weshalb viele ihre Intersexualität verstecken. In Deutschland ist es seit 2018 möglich, divers als Geschlecht in das Personenstandsregister einzutragen. Zuvor war es seit 2013 bereits möglich, auf einen Geschlechtseintrag zu verzichten. Nochmals, Intergeschlechtlichkeit ist keine Geschlechtsidentität. Die zum Beispiel früher als Zwitter bezeichneten Menschen würden heute in die Kategorie der intersexuellen Menschen fallen. Der Begriff Zwitter wurde historisch verwendet, um Menschen zu beschreiben, bei denen äußerliche oder innere Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig in die Kategorien männlich oder weiblich passten.
Diese Menschen wurden oft als Zwitter oder Hermaphroditen bezeichnet. Allerdings hat sich die Terminologie im Laufe der Zeit geändert und der Begriff intersexuell wird heute bevorzugt, da er weniger stigmatisierend ist und besser die Vielfalt der Geschlechtsvariationen und Geschlechtsmerkmale erfasst. Intersexuelle Menschen können eine Vielzahl von biologischen Merkmalen aufweisen, die nicht den traditionellen Vorstellungen von männlich oder weiblich entsprechen. Ein kleiner Exkurs zur Hermaphrodit sei mir erlaubt. Der Begriff Hermaphrodit oder Hermaphroditismus bezieht sich auf Lebewesen, die sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane oder Fortpflanzungsorgane in einem Organismus besitzen. Dieses Phänomen tritt vor allem bei einigen Tier- und Pflanzenarten auf. Etymologisch stammt der Begriff Hermaphrodit aus der griechischen Mythologie. Na, woher sonst? Hermaphroditus war eine mythologische Figur, die sowohl männlich als auch weiblich war. Der Name Hermaphroditus setzt sich aus den Namen der griechischen Gottheiten Hermes, eine männliche Gottheit, und Aphrodite, eine weibliche Gottheit, zusammen. In einer bekannten Mythengeschichte verschmolzen Hermaphroditus und die Nymphe Salmakis zu einer einzigen Kreatur, die sowohl männliche als auch weibliche Merkmale hatte. Die Verwendung des Begriffs Hermaphrodit in der Biologie bezieht sich auf Lebewesen, die Fähigkeiten zur Fortpflanzung sowohl als Männchen als auch als Weibchen besitzen. Dies kann verschiedene Formen annehmen, je nach Art. Bei einigen Tieren haben sie sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane in ihrem Körper, während andere die Fähigkeit haben, entweder männliche oder weibliche Fortpflanzungszellen zu produzieren, aber nicht beides gleichzeitig. Es ist wichtig zu beachten, dass der Begriff Hermaphrodit in der Biologie spezifisch auf die biologische Eigenschaft der Zwittergeschlechtlichkeit verweist und nicht auf die Geschlechtsidentität einer Person. Es handelt sich um ein biologisches Merkmal, das in der Natur vorkommt, insbesondere bei einigen Pflanzen, Fischen, Weichtieren und anderen Lebewesen. Die Namensgebung Hermaphrodit ist in der Tat interessant und kreativ. Der Name leitet sich von zwei mythologischen Figuren ab, Hermes und Aphrodite. Hermes war in der griechischen Mythologie der Bote der Götter und galt als geschickt und vielseitig, während Aphrodite die Göttin der Liebe und Schönheit war. Die Verbindung dieser beiden Namen in Hermaphrodit spiegelt die Idee einer dualen Geschlechtsidentität oder der Verschmelzung von männlichen und weiblichen Merkmalen wider, was auf die biologische Eigenschaft von Hermaphroditen hinweist, sowohl männliche als auch weibliche Fortpflanzungsorgane zu besitzen. Exkurs Ende. Die Bereitschaft, die eigenen Ansichten und Vorstellungen zu überdenken und offen für neue Informationen und Perspektiven zu sein, ist entscheidend für die persönliche Weiterentwicklung und ein besseres Verständnis von komplexen Themen wie Geschlecht und Geschlechtsidentität. Es ist völlig normal, dass Menschen zunächst aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen und Erziehung bestimmte Annahmen haben. Doch es ist auch wichtig, den Horizont zu erweitern und Informationen zu suchen, um ein breiteres Verständnis zu entwickeln. Das Erlernen und Verstehen von Begriffen wie Intersex kann dazu beitragen, die Vielfalt der menschlichen Erfahrungen besser zu schätzen und Vorurteile abzubauen.
Die Fähigkeit zur Selbstreflexion und die Offenheit für neue Erkenntnisse sind Schlüsselkomponenten für persönliches Wachstum und die Schaffung einer inklusiven und respektvollen Gesellschaft. Es ist für mich frustrierend zu sehen, wenn Menschen in öffentlichen Diskussionen oder im Fernsehen uninformierte oder voreingenommene Ansichten zu sensiblen Themen äußern. Solche Aussagen können Stereotypen verstärken und zu Missverständnissen führen. Es ist jedoch auch eine Gelegenheit, Aufklärung und Bewusstsein zu fördern, indem du dich über diese Themen informierst und die richtigen Informationen teilst, kannst du dazu beitragen, Missverständnisse aufklären und das Bewusstsein für die Vielfalt der Geschlechteridentitäten und Geschlechterausdrücke zu erhöhen. Es ist wichtig, dass wir uns aktiv für Toleranz und Verständnis in der Gesellschaft einsetzen und uns für eine inklusivere und aufgeklärtere Diskussion über solche Themen einsetzen. Meine Intention ist zu versuchen, sachliche Informationen bereitzustellen und auf die Bedeutung von Respekt und Akzeptanz für die Identität anderer hinzuweisen. Jeder Schritt zur Förderung von Wissen und Empathie ist ein Schritt in die richtige Richtung. Nun, das war's für heute bei Intersex. Ihr habt jetzt genug über Intersexualität gelernt, um bei der nächsten Familienfeier den klügsten Kopf im Raum zu haben. Vergesst nicht, eure neu gewonnenen Kenntnisse zu teilen und eure Großmütter davon zu überzeugen, dass Geschlecht wirklich komplexer ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Nothing is as it seems. Nothing seems as it is. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns in die faszinierende Welt der Geschlechteridentität stürzen. Abschließend möchte ich noch all jenen, die Zweifel hegen oder sich gegen das Konzept von Gender und Gendern wehren, Folgendes mitgeben. Die Existenz von Intersex-Personen erinnert uns daran, dass Geschlecht nicht immer in strikten, binären Kategorien existiert. Die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten und Ausdrücke ist ein natürlicher Teil unserer Welt und es ist wichtig, diese Vielfalt anzuerkennen und zu respektieren. Aber Moment mal, bevor wir uns verabschieden, werfen wir einen Blick in die Zukunft. Im nächsten Teil von Intergender werden wir uns mit einem Thema befassen, das so komplex ist, dass selbst die klügsten Köpfe sich manchmal die Haare raufen. Gender im Tierreich? Ja, auch Tiere haben ihre eigene Geschlechtsidentität. Und wir werden enthüllen, wer die wahre Diva unter den Pinguinen ist. Also bleibt dran und lasst uns herausfinden, wie der Rest der Tierwelt mit Geschlecht umgeht. In diesem Sinne, die Natur kennt keine festen Grenzen. In ihr gibt es keine absoluten Kategorien. Die Vielfalt des Lebens offenbart sich in unzähligen Formen und jede Form verdient Respekt und Verständnis. Peter Singer, Philosoph. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal.